Herzlich willkommen zu einer neuen magischen Woche mit uns. Wir entführen euch heute noch einmal nach Mana-Pools, dem legendären Ort am Sambesi, Heimat unzähliger afrikanischer großer und kleiner Tierarten und der Ort mit der höchsten Konzentration an Hippos und Crocs des Landes. Und natürlich gibt es auch hier die großen Jäger. Kommt mit und fiebert mit uns, wenn ein Löwenrudel uns nachts aus dem Schlaf reißt. Viel Spaß dabei! Bevor jetzt die endgültige Nachtdunkelheit jetzt eintrifft, muss man so ein paar Vorkehrungen machen. Wir haben jetzt noch schnell geduscht, weil wir wissen ja, dass die Löwen in der Nähe sind und sind ja extra mit dem Auto mal direkt bis zum Duschhäuschen gefahren, ohne Pause erst am Schluss zu machen. Und jetzt ist René, solange es noch hell ist, unterwegs und holt noch eine Schüssel Wasser, damit wir ein bisschen unser Wasser aufsparen können. Hier gibt es nämlich nur Sambesi-Wasser, das haben wir auch schon getrunken, weil wir ja einen Filter haben. Aber das verunreinigt unseren Filter schneller, als man das braucht. Da ist nämlich relativ viel Sand drin. Eigentlich sollte man ja jetzt tiefenentspannt hier sitzen. Aber ich glaube, selbst mein Mann ist ganz leicht unruhig. Hinter uns, in den nächsten 800 Metern, ist ein Rudel mit 7 Löwen. Und um unser Auto turnen hier die Impalas rum. Alle beige und jetzt in der Dunkelheit nicht mehr richtig zu erkennen. Impala ist Nahrung für die Löwen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Löwen hier näher kommen, ist relativ groß. Es sind nämlich heute relativ viele Impalas hier im und rund um unser Camp. Und die einzige Hoffnung, die ich halt habe, ist, dass wir hier an einer steileren Abbruchkante zum Sambesi sind. Ich gehe auch gar nicht so ganz gerne nah dran. Und dass ich die Hoffnung habe, dass hier auf jeden Fall die Löwen zum Saufen nicht hinkommen wollen. Na, mal schauen, ob sich diese Hoffnung bewahrheitet. Auf jeden Fall mal ein kleines Feuer machen, denn das soll Wildtiere ebenfalls abhalten. Gekocht wird heute direkt am Auto und jetzt genießt einfach mal die Stimmung. Tatsächlich treibt das frühe Aufstehen und auch das Wissen über die Löwen meinen Mann recht früh ins Auto. Und das ist gleichbedeutend einer Erlaubnis, früh ins Bett zu gehen. Doch die Bettruhe währt nicht lange, denn wir werden von Löwengebrüll und Trampelgeräuschen geweckt. Wow. Wir haben gerade Löwenbesuch rund ums Auto. Und zwar direkt um unser Auto. Und sie fühlten sich auch kurz durch unsere Geräusche gestört, denn sie blickten uns direkt an. Bin ich erregt? Was heißt hier, die haben die gestört? Die haben uns gestört. Wow. Ich weiß nicht, ob er jetzt wartet, dass er was zu fressen hochgebracht kriegt von ihr. Irgendwo unten am Ufer muss noch eine sein, auf jeden Fall. Mindestens eine wahrscheinlich. Und da hinten auch noch welche. Sie sind jetzt hier unten an der Uferböschung. Bleib du drin, du hast so Angst. Boah, da hinten haben gerade die ganzen Augen geblitzt. Das sind mindestens 5 Löwen. Das wird vermutlicherweise das Rudel sein, was wir gesehen haben gestern. Vorhin. Boah, ist das aufregend.
kurbel gerade panisch die Dachluke zu. So, den habe ich aber gezeigt. Jetzt gehen sie, die Schisse. Und meine Frau hat mich gerade bezeichnet, als wäre ich geistig etwas eingeschränkt, weil ich hier oben nach raus gucke. Aber da kann man natürlich drüber verhandeln. So, mal kurz einen Live-Bericht hier von der Front. Mama wieder das Moskitonetz zuerst. Ich brauche jetzt was zu trinken. Ich fand es ganz schön aufregend. Der war die ganze Zeit da oben, der Geistesgestörte. Der konnte ich dem Feind ins Auge blicken. Ich habe ja gesehen, was er macht. Im wahrsten Ah, ja. des Geistesgestört. Ja, hier ist plötzlich kurzfristig Panik ausgebrochen. Ich konnte die ganze Zeit schon schlecht schlafen. Ich habe eben noch gelesen und war eigentlich so am Einschlummern. Und dann habe ich sie von weitem gehört. Sie waren ganz weit eigentlich. Da dachte ich, war so ein bisschen enttäuscht. Ich so, oh Mensch, das ist ja schade hier, so weit sind sie doch wieder weggegangen. Und dann war ich eben am Einschlafen und dann habe ich so Trappeln gehört. Und dann waren sie plötzlich ganz nah. Also neben uns, so 400 Meter weiter, da ist noch eine Gruppe mit 4 südafrikanischen Autos. Und ich habe gedacht, dass die rumgeschrien hätten. Ich habe vorher schon gedacht, ich hätte einen Hippo immer mal um uns herum gehört. Aber da war ich mir nicht so sicher. Und außerdem habe ich mir gedacht, wegen einem Hippo stehe ich jetzt nicht auf, was neben dem Auto grast vielleicht. Da war ich ein bisschen arrogant. Aber die Löwen haben mich eben schon sehr aus dem Konzept gebracht. Und mein Mann sitzt die ganze Zeit, auch gestern Abend, sitzt da draußen. Die machen ja nichts. Die haben ja keine Intention, uns irgendwas zu machen. Meine Fresse! Hast du Die waren gemerkt? direkt neben dem Auto. Die haben uns ja gar nicht wirklich beachtet. Die haben uns mal angeguckt, aber haben ja kein Interesse an uns Ich wollte gehabt. sagen, sie haben uns angeguckt. Die würden es auch mal versuchen. Es geht weiter. Ich bin gerade an meinen Puls wieder ein bisschen zu beruhigen. Das Geräusch kommt von da wieder. Ja, klar, aber die können überall sein. Das fällt mit die Rubrik ganz schön berauschend. Wenn die Löwen nachts direkt um einen rumschleichen. Guten Morgen, Mana-Pools. Nach einer aufregenden Nacht. Unsere Freunde sind immer noch in der Nähe. Jetzt haben wir hier die ganze Zeit die Löwen hier draußen rumgemacht. Und meine Frau sich beschwert, dass ich oben in der Dachluke bin. Aber jetzt macht sie irgendwie auf dicke Hose und schleicht hier irgendwo im Nirvana rum. Vor allen Dingen habe ich jetzt den Zugang gefunden. Aha, hier flitzen die Hippos rein und raus. Genau, Hippos und Elefanten. Und hier sind so 100 Pro dem Kerlchen hinterher. Das wird hier gegrast haben. Ja. Also kann man davon ausgehen, ich zeige euch das mal kurz. Hier ist quasi die Spur. Also hier ist der Pfad der Hippos rein raus ans Ufer. Jetzt gehe ich euch mal mit euch hier runter. Und wenn die versucht haben, die Löwen, dass sie sich hier mal so ein kleines Hippo zocken. So, aber jetzt gehen wir lieber auch mal wieder zu unserem Auto zurück. Sagt der Jogginghosen. Ich habe ja extra die Jogginghose angezogen, dass ich im Bedarfsfalle schnell rennen kann. Denn man weiß ja, wer hat Angst vom Löwen? Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Also hier sind unsere Freunde hochgekommen. Ob sie vielleicht das Hippo gesucht haben? Hier sieht man einen Teilabdruck von einer Pfote. Eine Hand dagegen tue oder mein Abdruck.
auch. Yvonne, guck mal hier, wie magisch hier die Sonne gerade aufgeht. Die Jungs und Mädels, die da gerade wegfahren, schlafen ja 100 Meter von uns entfernt, da hinten unter den dicken Bäumen. Das sind die im Ground Tent schlafen, von denen ich heute Nacht erzählt habe. Ein Pärchen davon schläft mindestens halt in einem Bodenzelt. Und sie hat erzählt, dass die direkt am Zelt vorbeigekommen wären und die Löwinnen, scheinbar ist wirklich nur der Mann wieder zurückgekommen heute Morgen. Also sie sind ja einmal von diesem Baum hinter uns entlang, am Auto entlang, in diese Richtung wieder gegangen, wo die Südafrikaner ihr Camp aufgeschlagen haben. Und etwas später haben wir ja dann nochmal den Mann hier bei uns um unser Auto gesehen. Und die Löwinnen scheinen bei ihnen bis vor einer Stunde in der Nähe unterm Baum gelegen zu haben und gechillt zu haben. Jetzt gehen sie gerade auf die Suche. Wir trinken ja noch unseren Kaffee hier, genießen diesen Sonnenaufgang. Und dann gehen wir auch noch mal ein bisschen auf Löwenjagd. Hier sieht man jetzt auch mal schöne Spuren. Da ging es auf und ab. Und? Wo ist unser Auto? Da ist unser Auto. Auch an der Menge des Bildmaterials, wie erregt wir sind. Auch, ich möchte nicht wissen, was ich heute... Oh, ich habe schon Schreck gekriegt, da hinten ist ein Impala. Ich möchte nicht wissen, was wir heute Nacht für einen Quatsch geredet haben. Na, passt das. Weil den Baum können wir nicht. Mal so umbiegen, um meinen Satz mal wieder zu Ende zu sprechen. Man hört kein Krachen, man hört kein Kratzen. Es hat gepasst. Fluffig. Während die Frau hier draußen ihr Leben riskiert, um hier Marabu-Aufnahmen zu machen, bleib ich lieber im Auto sitzen. Mach das von hier aus. Denn hier irgendwo in der Ecke müssen die Löwen sein. Naja, da hoffen wir doch mal sehr auf Ihre Trägheit am helllichten Tage. Und hier kommt unsere regelmäßige Eigenwerbung. Wenn euch die Filme gefallen, dann lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert diesen Kanal, falls dies noch nicht geschehen ist und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts Unerwartetes verpasst. Gerne könnt ihr uns auch weiterempfehlen, damit unser Kanal immer weiter wächst. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns ein paar Liter Diesel, ein Feierabendbier oder eben einen Teil des Eintritts in solch einen Nationalpark ausgeben möchtet. Den Link findet ihr dafür entweder in der Videobeschreibung oder in unserer Bio. Vielen Dank für all eure Aufmerksamkeit und die Kommunikation mit euch. Das freut uns immer wirklich sehr. Und jetzt in Stille. Wir müssen uns auch weiterhin für so manche schlechte Ton- oder Filmqualität entschuldigen, denn wir kämpfen zu diesem Zeitpunkt immer noch mit unserem Equipment. Da bitten wir um Geduld und Entschuldigung. Da ist mal unser männlicher Freund von heute Nacht, der scheinbar immer noch auf seine Frauen wartet. Die haben ihn verlassen. Weil schlafen tut er nicht. Stolzer Kerl.
Ron ist gerade der Meinung, dass er Hunger hat. Da hinten der Löwe, der uns heute Nacht besucht hat. Und ich habe eben kurz mal wieder überprüft, das sind halt 750 Meter bis dahin, wo wir schlafen oder geschlafen haben. Wo wir eigentlich jetzt was essen wollten, außerhalb des Fahrzeuges. Ja, machen wir jetzt auch todesmutig. Sind doch echt überall, jetzt verstehe ich vielleicht auch ein bisschen mehr den Begriff Mana-Pools, sind überall Wasserlöcher. Oder Seerosenlöcher, wie auch immer man es benennen möchte. Und aus diesen Löchern kommt dann immer mal so flupp, flupp, so ein Ohr und ein Auge oder eher zwei jeweils. Taucht dann mal so ein Hippo auf. Das sieht schon aus wie so ein anguckendes Gesicht. Das scheint man sich hier mieten zu können. Aber ob ich das wollte, weiß ich ja auch nicht. Aber es wird gerade noch renoviert. Auch das hier ist scheinbar zu mieten. Aber auch das ist so die Frage, ob man das mieten will. So eingekäfigt. Na, das sieht doch jetzt, von innen sieht es ja wieder ein bisschen netter aus, nicht? Ich kann mich noch nicht bewegen, weil ansonsten seht ihr, dass alles mit Maschendrahtzaun umgeben ist. Stopp. Da geht's nicht weiter. Da müssen wir mal die Umfahrung probieren hier. Ich habe ein Fenster zugemacht. Das war bestimmt auch klug. Endlich mal Familie Warzenschwein. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt müssen wir sie auch noch stören. Ist ja unangenehm. Okay, liebe Familie Warzenschwein, ihr wolltet uns nicht. Das ist ganz schön schräg. Jetzt vorne rechts. Jetzt hat er fast alles schon gehoben. Oh, fuck! Hilfe! Boah, René! Und wenn es in ein Flussbett reingeht, muss es ja auch irgendwie wieder rausgehen. Ich kann euch sagen, ich freue mich. Da filme ich lieber, während unser Tempo ein Fuß nach dem anderen hebt und meinen Puls in die Höhe treibt. Ich fühle mich auf jeden Fall ganz schön schräg hier. Gucken, ob es ja noch weitergeht. Wir streifen ja jetzt schon wieder seit einiger Zeit hier durch den westlichen Teil des Parks und haben auch eben mal mit einem Ranger gesprochen. Der hat uns allerdings, weil wir sehen ja relativ wenig Tiere, und haben ihn gefragt, was das ist. Und dann sagte er auch, das ist ja einfach jetzt noch die Green Season. Das heißt, nach Regenzeit überall, fast überall ist es grün. Die Tiere können überall was fressen und sind daher nicht so genötigt, direkt an den Zambesi runterzugehen. Deswegen ist es hier unten relativ tierleer. Weiter südlich im Park, der ist ja noch riesengroß, können sie sich auch aufhalten und da verstecken sie sich, weil selbst Elefanten sind im Moment etwas rar. Nichtsdestotrotz ist es einfach wunderschön.
was eigentlich auch immer ein bisschen gemein ist, wenn man so fragt, was man gesehen hat, und dann heißt es dann immer so, nothing special, nichts Besonderes. Das heißt, alle Impalas, Zebras, Paviane, Meerkatzen sind irgendwie nichts Spezielles. Zählt nicht. Gesucht wird schon immer ganz nach Katzen eigentlich hauptsächlich. Und jetzt rast er schon an dem Elefanten vorbei, du. Speedy, du bist aber gar nicht so groß. Die sind ja alle relativ klein. Der Mini-Elefant hat noch einen Mini-Elefant hinten dran dabei und der humpelt schon. Guck doch mal. Hier kann man mal schön sehen, wie die Elefanten die armen Baobabs zurichten. Die fressen, nagen die, raffeln die komplett an, sodass die in ihrem Stamm hier ungefähr einen halben Durchmesser verlieren. Denn die Elefanten nutzen die Fähigkeit des Aftbrotbaums zur Wasserspeicherung und brechen in der Trockenzeit mit ihren Stoßzähnen die Rinde des Baobabs auf, entfernen dessen feuchte Fasern im Inneren und kauen diese, um die Feuchtigkeit aufzunehmen. Leider bleibt uns eine Attraktion der Region noch verborgen. Manapools ist berühmt für seine Population an Wildhunden. Es soll 8 Familien dieser scheuen und bedrohten Art hier geben. Doch die Rudel leben nomadisch und es ist schwer, sie zu entdecken. 12 Uhr und wir fahren aus Manapools an der Riverfront weg. Sehr ereignisreiche Tage und vor allen Dingen heute Nacht. Und jetzt fahren wir zur blödesten Zeit über die Piste, die ja sehr wellblechig ist, weil um die Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht, sieht man überhaupt keine Unebenheiten. Dann sieht das aus, als wäre das ganz gerade und glatt und schön zu fahren. Und dabei fährt man über so eine furchtbare Rüttelpiste und auch man sieht keine Löcher. Das heißt, wir werden bestimmt das ein oder andere Mal ein bisschen hüpfen. Wir kommen jetzt in Chitaka an. Hier soll eine Quelle sein und immer Wasser. Ich muss ja sagen, es ist schon grüner drumherum. Aber hier im Fluss sind wir auch noch weit vom Wasser entfernt. Sonst wäre es auch blöd mit durchfahren. Das stimmt auch. Durchdrehen bitte. Es ist so schön, unser Auto hebt heute regelmäßig sein Beinchen. Der muss dringend scheinbar pipi. Die Baobabs werden hier irgendwie immer eindrucksvoller. Jetzt kraxeln wir noch einen Berg hoch auf eine ganze Gruppe. Guck mal hier, wie schön. 1, 2, 3. Keine Ahnung, 8 Baobabs, glaube ich. Wie schön. Das ist ja hier famous. Das Chitaka Camp ist eines der teuersten buchbaren Camps des Parks und wir wollten das Rätsel darum gerne entschlüsseln, was uns aber nur teilweise gelingt. Tief im südlichen Teil versteckt ist es während der Trockenzeit wohl angeblich einer der besten Plätze für Raubtieraktionen, denn im Fluss ist eine niemals versiegende Quelle, die als einzige Wasserstelle in einem riesigen Gebiet liegt und somit alle Tiere zum Saufen hierher müssen. Aber jetzt mal kurz nach der Regenzeit und außer dieser wunderbaren Gruppe imposanter Baobabs sehen wir gar nichts. Eigentlich benötigt man eine spezielle Erlaubnis, um hierher zu kommen. Da wir uns aber wirklich nur kurz umschauen wollten, sind wir an dem Eingangsgate, welches man parallel passieren muss, um hierher zu gelangen, einfach mal vorbeigefahren, haben dem uns zuschauenden Ranger freundlich zugewunken und unsere Fahrt hierher fortgeführt. So, hier
unten ist nämlich die einzige permanente Wasserstelle im ganzen Umkreis und alle Wildtiere kommen hier trinken. Schön, oder? Auch die mit den großen langen Zähnen. Die kommen aber von hinten. Ach so. Na dann. Also das ist hier Shiitake Spring. Wir gehen dann mal lieber schnell wieder zurück zum Auto. Ach, haben wir Glück. Tempo immer noch verdeckt, bis wir aus dieser Area raus sind. Haben wir ein Glück, wieder sicher im Auto. Eben macht es einen riesen Rums und Scharren unterm Auto, haben uns total erschrocken. Ich habe es an meinen Füßen gemerkt. Was ist denn da? Der hat den Sitz kaputt gemacht. Ne, hab mich schon entschieden, alles gut. Die schimpfen mit mir. So wohnen wir hier in Wasser. Dann gab es erstmal Schimpfe. Aber darf da hinten nicht dahin fahren, einfach so. Da braucht man ein separates Permit hier einfach hier hin und her fahren, wie man das gerne möchte. Das gibt es nicht. Und da klappt uns das alles nicht, dass wir nicht aus Shiitake gefahren sind und so weiter und so fort. Da geht das Gate auf. Mana Pools ist vorbei für dieses Mal. Thank you, bye bye. Jetzt kommt noch mal, wie viele Kilometer ungefähr? 40 Kilometer, übelstes Wellblech. Aber naja, es war ein sehr ereignisreicher Aufenthalt, vor allen Dingen heute Nacht. Wir sind beide ein bisschen müde. Wir werden heute Abend bestimmt auch nicht ganz so lange machen. Jetzt fahren wir erstmal über den Rukomeshi River, der kein River ist. Alles trocken. Ich muss die ganze Zeit innerlich ein bisschen schmunzeln, weil als wir in den Park reingefahren sind, ist jeder Gegenverkehr auch an uns vorbeigerast wie Karl Röhrl, will ich schon wieder gerade sagen. Walter Röhrl. Und René rast ja jetzt gefühlt auch wie die Sau jetzt hier raus, aber wir sind halt jetzt auch 3 Tage in Schrittgeschwindigkeit gefahren. Uns tut der Hintern weh, wie, wir fliegen gleich über die Es ist halt auch fieses Wellblech hier. Ich muss 80 Sachen drauf haben, damit es irgendwie geht. Ich kann es nicht leiden, tut mir mein Auto leid. Mach's in der Regel auch nicht so häufig. Versuch's mir dann schön zu reden, dass alle Landcruiser hier unten eigentlich nur Wellblechpiste fahren, volle Lotte, Tag ein, Tag aus und das Hunderttausende von Kilometern. So versuche ich mir das schön zu reden. Und guckt euch das an und hört euch das an. Wunderbarer, leiser Asphalt. Und damit endet für heute die Episode Mana Pools. Wir danken für euer Interesse. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es tierisch weitergeht in dieser fantastischen Natur. Habt eine tolle Woche und träumt einfach ein bisschen von Afrika. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis nächsten Sonntag. Tschüss und Bye-bye.